Herzlich willkommen aus dem Südwesten der Republik. Wir sind heute am Zollern-Alb-Klinikum, das an seinen beiden Standorten in Albstadt und hier in Balingen ab sofort auf eine smarte Händehygiene setzt. Wir fangen für Sie Stimmen aus erster Hand ein. Zur vollautomatischen Erfassung der Händehygiene setzt das Klinikum in den beiden zentralen Notaufnahmen auf die Ingoman SmartNose. Insgesamt sind 46 Eurospender mit der intelligenten Auslaufblende ausgestattet, die auch eine Feedback-Funktion für das Personal bereithält. Zunächst schildert Markus Maucher, verantwortlich für die Klinikhygiene, welchen Mehrwert der Einsatz eines Händehygiene-Monitorings für seine Abteilung bietet. Die Händedesinfektion ist ja nachgewiesen verantwortlich dafür, dass keine Keimübertragungen stattfinden und ist sozusagen unser Hauptpunkt der Hygiene, wo wir angreifen an der Hygiene. Bis dato können wir das Händedesinfektionsverhalten unserer Mitarbeiter nur sozusagen als Surrogatparameter messen, indem wir eine Belieferung einer Station messen mit Händedesinfektionsmitteln und dann sozusagen das umsetzen auf die Patiententage. Uns ist daran gelegen, dass wir das Händedesinfektionsverhalten schnell rückmelden, also schnell ein Feedback geben, wenn der Mitarbeiter sich die Hände desinfiziert, dass er sofort eine Rückmeldung kriegt, mache ich das richtig, nehme ich die richtige Menge. Und uns ist auch wichtig, dass wir die Örtlichkeit der Händedesinfektionsmittelspender überprüfen. Hängen die nicht irgendwo in einer Ecke, wo sie nicht benutzt werden, oder sind sie wirklich an Orten, wo die Mitarbeiter häufig vorbeikommen und sich häufig der Händedesinfektionsmittelspender bedienen. Das ist uns ganz wichtig. Anschließend hebt Markus Maucher die praktischen Vorteile der Ingoman SmartNose im Klinikalltag hervor. Der entscheidende Vorteil ist in der direkten Rückmeldung an die Mitarbeiter, die sich die Hände desinfizieren. Sie kriegen ja über diese LED-Anzeige auf der SmartNose direkt angezeigt, ob die Menge der entnommenen oder des entnommenen Händedesinfektionsmittel den Regeln entspricht, also dass es 3 Milliliter sind. Das ist das Entscheidende und wird auch von den Mitarbeitern sehr wahrgenommen und auch positiv rückgemeldet, dass sie plötzlich merken, aha, ich muss wirklich den Hebel zweimal betätigen, dass wirklich die richtige Menge Händedesinfektionsmittel auch benutzt wird. Das ist, ich denke, der entscheidende Vorteil. Die Auswertung über das Softwaresystem gibt dann einen globalen Überblick über die Position der Händedesinfektionsmittelspender. Wirklich wie vorher gesagt, ob die an den richtigen Orten hängen oder ob eine bessere Positionierung an Stellen, wo viele Leute sich vorbei bewegen und dann schnell die Hände sich desinfizieren können. Das ist natürlich unser Anliegen, dass wir die Dinger nicht verteilen, also die Händedesinfektionsmittelspender nicht verteilen an Orten, wo sie dann nicht benutzt werden. Und mitunter wird es einfach nicht mehr wahrgenommen. Dann blickt Markus Maucher noch in die Zukunft. Mithilfe der smarten Technik soll mittelfristig ein Hygiene-Gruppenfeedback auf den Stationen integriert werden. Da erhoffen wir uns natürlich einen Weg, wie wir die Mitarbeiter insgesamt motivieren können zu einem guten Händedesinfektionsverhalten. Also ich habe es ja vorher angesprochen, dass sozusagen die direkte Rückmeldung über die LED bei der Entnahme ja schon sehr positiv wahrgenommen wird. Und jetzt hoffen wir natürlich durch die Rückmeldung über die Auswertung die gesamte Mannschaft einer Abteilung, die sozusagen diesbezüglich erfasst wird, einfach zu motivieren, reinzuschauen, wie ist unser Händedesinfektionsmittelverhalten, vielleicht sogar, wenn wir es schaffen, im Vergleich verschiedener Abteilungen, dass wir einfach gegenseitig die positive, also die gute Entnahme weitergeben im Betrieb und sagen, okay, dort läuft es richtig gut und sozusagen dann erhoffen, dass die Bereiche, wo es nicht so gut läuft oder in denen es noch nicht so gut läuft, dass die sich sozusagen anstacheln lassen durch die positive oder gute Rückmeldung mancher Bereiche. Wir wollen ein positives Benchmark schaffen und wir wollen schaffen, dass die Leute, die Mitarbeiter sich in den Abteilungen selber die Software, die Ergebnisse anschauen und von Zeit zu Zeit ihre Schlüsse daraus ziehen. Abschließend berichtet Dr. Otto Schritter, Chefarzt der zentralen Notaufnahmen, welchen Mehrwert die intelligenten Desinfektionsmittelspender für das Klinikpersonal bieten.
Ein Vorteil von den intelligenten Desinfektionsmittelspendern ist ja, dass man sie überall dort einsetzen kann, wo man Desinfektionsmittelspender überhaupt verwendet. Das heißt, für die Mitarbeiter ist es eigentlich im Idealfall kaum erkennbar, dass da etwas Besonderes hängt, sondern sie wenden sie im Alltag genauso an wie sonst. Wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass es etwas Besonderes ist und Daten gesendet werden, sind sie meistens fasziniert und finden das auch sehr gut, weil sie die Rückkopplungsmöglichkeiten und auch die Informationen, die das liefert, sehr positiv aufnehmen und an der Verbesserung der Qualität ja auch Interesse haben. Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, dass der Austausch der Desinfektionsmittelspender relativ unauffällig geht. Das heißt, die Arbeitsabläufe werden nicht gestört oder verändert und die Mitarbeiter können die einfach so weiterverwenden. Die technischen Möglichkeiten finden die meisten Mitarbeiter gut, weil sie ja helfen, die Qualität der Hygiene und der Sicherheit zu erhöhen. Und auch diese grüne LED hilft durchaus, die jungen Mitarbeiter relativ schnell in der Händedesinfektion einzulernen. Das heißt, man braucht doch weniger Zeit, um jetzt neue Mitarbeiter mit Hygienemaßnahmen vertraut zu machen.